Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist morgen, wenn ich dieses Video aufnehme und wahrscheinlich auch noch, nachdem ich es dann hochgeladen habe. Ich mache für euch eine Legung in Bezug auf die Selbstreflexion mit dem Thema oder mit der Frage, welchen Gedanken solltest du loslassen und warum? Oder auch welche Gedanken, ja, vielleicht auch die Mehrzahl. Ja, hier geht es um Ängste, um Bürden, Seelenfrieden, inneren Frieden, Selbstzufriedenheit. Okay, mit dem Haunted House Tarot, mit dem schönen, düsteren Tarot des Spukhauses. Perfekt, ja. Es scheint hier gleich 3 der Schwerter, der Schmerz. Ich fixiere nur noch kurz seht ihr das, wie das heller und dunkler wird, damit hier die Belichtung gesperrt ist. Ja, damit einfach die Kamera-App nicht dauernd das Bild selbst heller und dunkler macht. Okay. Ich schaue hier auf 8. Ja, ich mache das jetzt quasi nicht als Auswahlorakel oder Stapelwahl, aber ich habe mir gedacht, ich habe in einigen Legungen es schon so gemacht, dass ich nicht einfach nur die Karten runterlege, hintereinander, sondern dass ich mir auch manchmal konkret eine bestimmte Anzahl von Energien oder Aussagen hernehme in einzelnen Stapeln. Ja? Und mir kommt hier die Zahl 8 rein, deswegen werde ich hier 8 mal 3 Karten legen für Aussagen, welche Gedanken du loslassen solltest oder welchen Gedanken. Ja, dann werde ich vielleicht auch noch Zusatzkarten ziehen. Und so haben wir das wirklich strikt getrennt. Ja, je besser strukturiert eine Legung ist, desto besser kann auch natürlich das sich dann auf diese Energie auch auf die Gedanken auswirken. Okay, also 8 kam hier herein, das heißt 8 mal 3 Karten. Welchen Gedanken solltest du loslassen und warum? Gedanke Nummer 1. Gedanke Nummer 2. Hier 5. So, machen wir das ein bisschen weiter oben. Das ist knapp, aber geht schon. 5. Nummer 6, Nummer 7 und Nummer 8. Ihr braucht hier nicht auswählen, ihr solltet eigentlich auch nie auswählen. Ja, das war auch eigentlich in den vergangenen Videos nicht sinnvoll auszuwählen. Es kann sich immer die Intuition täuschen und einfach auch für maximalen Impuls. Es geht eigentlich bei allgemeinen Legungen am ehesten um Inspiration, um Impulse, Inputs. Ist es einfach am besten, sich immer ein gesamtes Video anzusehen. Selbst wenn ihr euch nicht in einer Situation befindet, könnt ihr dann wertvolles Wissen für euch herausfinden. Ja, ich gebe sehr viel Wissen weiter über Beziehungspsychologie und die Psychologie der Geschlechter. Das hilft enorm, um sich vor Herzschmerz zu bewahren und davor ausgenutzt zu werden. Also wenn ihr mein Wissen habt, habt ihr nie wieder Liebeskummer, ihr seid nie wieder unglücklich verliebt und ihr könnt nie wieder emotional, körperlich oder sogar finanziell von einem Mann ausgenutzt werden. Garantiert. Ja? So, und was ich noch kurz sagen möchte für meine treuen Fans. Ich habe jetzt erfahren, dass es schlecht ist, in einer Videobeschreibung, was ich auch bisher so gemacht habe, Stichwörter aufzuschreiben. Ich bin nämlich ein Mensch, der sehr klar und direkt ist und auf den Punkt kommen möchte.
denn das wertet diese eigene YouTube-Suchmaschine als Spam. Es muss in vollen Sätzen geschrieben werden, ja, damit auch wirklich diese Suchbegriffe, die in der Beschreibung stehen, ja, ins System aufgenommen werden. Und ich habe das die letzten 3 Tage gemacht. Da bin ich daran gesessen, meine bisher 135 Videos umzuschreiben. Es war sehr mühselig und es kann 4 Wochen dauern, bis das Ganze fruchtet. Ich hoffe, dass es hilft, dass ich dann mehr Frauen erreichen kann und dass meine Videos nicht mehr als Spam eingestuft werden. Ja, so funktioniert YouTube. YouTube ist gemein, aber es ist nun mal für mich die bequemste Plattform, um meine allgemeinen um die Kollektivlegungen hochzuladen. Okay. Ich mache mir noch kurz einen Duft. Das riecht so gut. Ich zeige das kurz her. Ich nenne aber keine Namen, ja, weil ich will ja nicht Werbung machen. Das da. Genau meins. Das ist so ein spiritueller Duft für mich. Ja, ich nenne keine Namen. Darf ich, glaube ich, auch gar nicht. So. Okay. Fangen wir an. Ich brauche ja keine Energien mehr herzuholen. Sie liegen ja schon am Tisch und Zusatzkarten werde ich mir ziehen. Welche Gedanken solltest du loslassen und warum? Oh, und es kommt sofort die Bürde. 10 der Stäbe. Karte der Bürde mit dem König der Kelche und 6 der Münzen. Hier geht es darum, hier geht es um die Liebe, wie gesagt, oder wie ich es schon oft gesagt habe, in Legungen, die in die Selbstreflexion, Playlist kommen, die zur Selbstreflexion gehören. Also alles, was eigentlich außerhalb der Liebe ist, zumindest bisher bei mir, ja. Vielleicht kommt irgendwann noch eine 3. Playlist. Da kann es auch immer wieder vorkommen, dass die Liebe vorkommt und dass dann auch Inputs von der Liebe vorkommen, aber nicht beabsichtigt von mir. Hier sagt das Universum, es ist für dich eine Bürde, ja, wenn du einem Mann mehr gibst als dir. Das hatten wir auch erst in letzten Legungen. Der Mann muss immer mehr geben als die Frau. Nicht mal 50-50 gilt als gesund, ja. Wenn du noch nicht mit ihm eine seelische Verbindung aufgebaut hast, ja, um im Endeffekt mit ihm eine intakte Beziehung oder Ehe zu haben, ja, sprich alles unter, nein, eigentlich bis dahin, die Zeit ist völlig egal, ja. Und das meine ich auch, natürlich, wenn ihr eine Beziehung eingeht mit einem Mann und ihr habt die Beziehung nicht richtig aufgebaut, ja, dann ist es zu spät. Da kann ich euch dann auch nicht mehr helfen, ja, aber bis dahin, wenn ihr etwas richtig aufbauen wollt, bemüht euch nicht um den Mann, ja? Du darfst dich um den Mann nicht bemühen. Ein Mann weiß nur etwas oder auch eine Person wertzuschätzen, um die er sich bemüht hat. Er muss sich bemühen, ja? Das ist für dich eine Bürde, ja? Und selbst wenn du in einer intakten Ehe oder Beziehung bist und es kriselt, ist es nicht deine Verantwortung und solltest du nicht mehr als er dafür tun, um zu schauen, dass diese Beziehung oder Ehe nicht zusammenbricht. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe als Frau ist es nur vor der Beziehung zu schauen, dass sie richtig aufgebaut wird. Ja? Meistens bedarf das sehr viel Passivität der Frau. Aber wenn der Mann es richtig von dir gelernt hat, dass du anspruchsvoll bist, ja, und ihr habt dann eine intakte Verbindung, eine Beziehung oder eine Ehe, und es kriselt, wird er erstens mal sich darum bemühen, dass das Ganze hält. Denn wenn du dich ihm auf dem Silbertablett serviert hast, dann bist du für ihn selbstverständlich. Ja? Unabhängig davon, ob es richtig oder falsch aufgebaut worden ist, auch wenn es kriselt, versuchen du nicht mehr als er, die Beziehung aufrecht zu erhalten. Gib nicht mehr als der Mann. Das ist für dich eine Bürde. Nicht nur, dass es psychologisch gesehen ungesund ist, ja,
weil, wenn du es dem Mann zu bequem machst, zu leicht machst, dann bist du für ihn selbstverständlich. Du bist ihm fast schon egal. Das kann hier auch sein. Oder aber wenn du keine Beziehung oder Ehe noch hast mit dem Mann, dann darfst du auch dich davor nicht mehr um ihn bemühen, als er sich um dich bemüht. Eigentlich darfst du dich gar nicht bemühen. Ja, melde dich nicht bei ihm. Fahr nicht zu ihm. Schon gar nicht zu ihm nach Hause. Fahr keine weitere Strecke, um ihn zu treffen, als er für dich fährt. Bezahl nicht mal für dich. Der Mann hat sich zu bemühen, der Mann hat die Frau immer einzuladen und wer einlädt, hat zu bezahlen. Ja, oder auch, was kann hier noch sein? Koch nicht für den Mann. Also vor der Beziehung oder vor der Ehe, sogar vor der Ehe. Koch nicht für ihn, putz nicht für ihn, wasch nicht seine Wäsche. Ja, du machst Ehefrau-Tätigkeiten, ich muss es so sagen. Und er denkt sich, wow, ich habe mich hier nicht mehr verpflichtet. Ich kann sie jederzeit in den Wind schießen, ich kann sie jederzeit verlassen. Ich bin ja nicht ihr Ehemann, ich bin ihr zu nichts verpflichtet. Wow, und die bekocht mich und putzt für mich. Ja, es gibt Frauen, die sagen, ich habe alles für ihn getan. Und im Endeffekt hat er mich trotzdem verlassen und nicht gewollt. Ja, genau deswegen, weil ein Mann nichts und auch keine Person wertschätzt, wenn er sich nicht um sie, ihn oder es bemüht hat. So funktioniert die Psyche des Mannes. Das ist aus Sicht der Psychologie, ja. Aber hier, weil hier die Bürde erschien, 10 der Stäbe, es ist für dich eine Bürde, es raubt dir Energie, auch wenn du es vielleicht nicht spürst. Ja, ja, und es geht hier eigentlich um Gedanken. Diesen Gedanken solltest du loslassen. Ich muss viel für ihn tun, damit er mich will, damit er mich wertzuschätzen weiß. Nein, du als Frau hast die Energie der Empfängerin. Okay? So, nächster Gedanke. Schon wieder Abwehrkarte, 7 der Stäbe. Ich muss die Karten ein bisschen weiter unten hinlegen, sonst sehe ich das nicht. Ich habe sonst wirklich direkt vor meiner Nase mein eigenes Handy und das nervt. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen kann, sodass ich die Kamera sehen kann, denn ich muss immer kontrollieren, ob das Bild scharf ist, seht ihr? Ich weiß nicht, wie andere Kanäle das machen, dass die Kamera dann immer so weit weg ist. Okay, weiter geht's. 7 der Stäbe, oh, eine meiner Lieblingskarten. 4 Lieblingskarten habe ich, also von der Energie her, und eine ist die 2 der Schwerter. Hier ist sie auch relativ klassisch dargestellt, mit Ausnahme von dem roten Tuch, das ist merkwürdig, aber eben die Frau sitzt hier mit ja meistens so gekreuzten Armen mit Schwertern, der Mond im Hintergrund und Wasser oder das Meer meistens im Hintergrund. Ich liebe es. Ja, das ist so eine Karte der Entscheidung, der klaren Entscheidung, aber auch so ein bisschen in Kombination natürlich mit Intuition. Ja, kann auch so eine Karte der Verweigerung sein, der Abwehr. Hier auch 7 der Stäbe, Abwehr. Und was haben wir denn noch? König der Münzen. König der Münzen. Okay, hier geht es darum, dass du die Gedanken ablegen solltest, was die Gesellschaft unter einer Ehe versteht oder vielleicht auch von dir verlangt, ja, dass du heiraten solltest. Normalerweise ist das anderen Menschen egal, ob du Single bist oder nicht, ja. Und wenn nicht, wenn sie diesbezüglich meckern, das werden wahrscheinlich am ehesten die Verwandten sein, dann ist das nicht gerade etwas Nettes, ja, weil wenn ein Mensch, der es mit dir neutral, der es mit dir gut meint oder der dir gegenüber neutral ist, der wird nicht an dir herumnörgeln. Ja, auch nicht verpackt mit Spaß oder Humor. Das ist dann nicht lustig, ja. Ach, du bist noch immer nicht verheiratet? Du bist doch aber schon 30 oder nee. Du bist geschieden oder verwitwet und 60 plus und hast dir keinen neuen Mann geangelt. Ja, warum denn? Was stimmt denn nicht mit dir? Mhm. Ja, merkt ihr, wie das eigentlich rüberkommt, auch wenn das andere Menschen versuchen, nett zu verpacken. Das ist nie nett. Hier geht es darum, dass du die Gedanken ablegen solltest in Bezug auf eine Ehe oder auf einen Ehemann. Ja, hier auch die Wunschvorstellung. Also, anderen ist es meistens egal, normalerweise egal, ob du verheiratet bist oder ob du Single bist.
Und auch hier, das sind auch hier so die Vorstellungen einer Ehe. Also es wird in unserer Gesellschaft oft die Ehe falsch definiert. Ich sag's mal so. Geglaubt wird grundsätzlich, dass wir zuerst die Ehe ausprobieren müssen. Sprich, dass wir zuerst eine Beziehung haben müssen, dass wir die Intimität mit dem Mann ausprobieren müssen. Dem ist nicht so. Ja, dann wenn die Charaktere gut eruiert wurden, ja, gegenseitig und auch alles besprochen wurde, bis zu einem Jahr, es ist alles abgeklärt worden, dann ist es absolut nicht notwendig, irgendetwas vor der Ehe schon zu tun. Die Angst, dass der Mann weg ist, wenn er keine Intimität bekommt, ist nicht berechtigt, da Männer, auch wenn sie dich kennenlernen, immer mit anderen Frauen etwas haben, solange sie nicht sagen, ja, ich bin dir treu, ich habe mit dir eine Beziehung. Auch das ist keine Garantie, spätestens dann ab der Ehe. Und bis dahin ist es auch völlig normal, dass in der Kennenlernphase der Mann intim ist mit anderen Frauen, mit leichten Damen, ja, die dafür zu haben sind, die nicht gezielt etwas Ernstes aufbauen. Ja, vielleicht wollen sie es, aber sie verhalten sich nicht so. Sie sind leicht zu haben. Ja, weil du triffst einen Mann, der für dich ein Fremder ist, vom Gesetz her. Er ist für dich ein Bekannter, du bist mit ihm platonisch. Warum sollte er dir eine Treue verpflichtet sein? Das ist, als ob du eine Freundin treffen würdest, ja, zum Kaffee. Du lernst ihn nur kennen vom Charakter her. Wenn du mit ihm zu früh intim bist, ich habe es ja schon in vielen Videos gesagt, dann bist du für ihn eine leichte Dame, du warst leicht zu haben und dann kann er sich nicht mehr an dich binden, weil für einen Mann ist es das größte Geschenk einer Frau, wenn sie mit ihm intim ist. Und er glaubt dann automatisch, dass er ihr genügt. Ja? So wie er bis zu dieser ersten Intimität war, genügt er dieser Dame. Er hat dann keinen Grund mehr, sich für sie zu ändern oder sich um sie zu bemühen. Denn er hatte sie ja schon. Das ist dann das Problem aufgrund der Psyche des Mannes. Also hier ist eben Umdenken gefragt, was das Thema Ehe betrifft. Auch hier bei einigen vielleicht auch den Gedanken loslassen, dass sie sich verteidigen müssen, warum sie nicht verheiratet sind. Und dann sei noch zur Ehe gesagt, eine Ehe ist nichts anderes als eine Beziehung am Papier. Sie wird auch ein bisschen als zu groß angesehen, ja. Deswegen glauben auch viele, oder es ist einfach normal bei uns, dass wir jahrelang eine Beziehung haben müssen mit einem Mann, um ihn dann heiraten zu können. Dem ist nicht so. In der Psychologie wird eben die platonische Kennenlernphase mit der Beziehungsaufbauphase empfohlen und dann sofort zu heiraten, ja. Das heißt, die Ehe es kann auch sein, dass von dir die Ehe als etwas zu Großes, etwas zu Enormes, vielleicht auch damit als etwas nicht zu Erreichendes betrachtet wird. Aber eigentlich ist sie eben, wie gesagt, nur eine Beziehung am Papier. Und wenn du sagst, okay, ich möchte keine leichte Dame mehr sein, ich möchte keinen Herzschmerz mehr haben, ich möchte nicht Schwangerschaft vor der Ehe oder Geschlechtskrankheiten oder Gebärmutterhalskrebs riskieren. Ich möchte nur noch etwas Ernstes. Ich möchte eine Ehe. Ja, dann such dir einen Mann, der dir platonisch den Hof macht. Ja, sein Interesse muss dafür stark genug sein, sonst macht er nicht mit, wenn er dich nach einigen Treffen noch nicht hatte, was Intimität betrifft. Das kannst du nicht. Du kannst es dann nur sehen bei einem Mann, je nachdem, wie er von dir fasziniert ist und je nachdem, wie lange er dir den Hof macht. Das merkst du dann im Laufe der Zeit. Ja, und selbst wenn du mit einem Mann eine Beziehung hast, seid ihr vom Gesetz her nur Fremde füreinander. Einer, den du kennenlernst, ist für dich nur ein Fremder, vom Gesetz her. Das heißt,
das meine ich auch damit. Die Ehe ist nichts anderes als eine Beziehung am Papier, aber erstens mal weißt du dann, ups, ihr seht meinen Stift, weil ich mir Notizen machen möchte für meine Beschreibung dann. Ähm, erstens mal, so, jetzt habe ich den Faden verloren, Moment. Ach, Ehe ist nichts anderes als eine Beziehung am Papier. Genau, erstens mal hast du die Gewissheit, dass er sich zu dir bekannt hat, ja? Ja, er will wirklich mich und er will wirklich keine andere mehr. Dann schwebst du nicht in dieser Ungewissheit, wie steht er zu mir? Was will er von mir? Liebt er mich? Ja, du weißt es dann, wenn es richtig aufgebaut worden ist. Ja, es gibt doch andere, die zu schnell heiraten, aus welchen Gründen auch immer. Da weißt du, wie er zu dir steht. Du kennst deinen Ehemann dann. Ja, da bist du nicht in dieser unsicheren Energie, die ganz schlecht ist für eine Frau. Diese Unsicherheit, ja, wie steht er zu mir? Liebt er mich? Will er mich? Hat er eine andere? Und es ist genau das Gleiche, ja, wie eine Beziehung, nur dass er sich zu dir bekannt hat und dass ihr vom Gesetz her wirklich nicht mehr Fremde füreinander seid, sondern offiziell eine Familie seid, egal ob Kinder im Spiel sind oder nicht. Ja, das gilt, eine Ehe gilt vom Gesetz her als Familie. Es muss nicht unbedingt deine Meinung sein, es ist auch ehrlich gesagt nicht meine Meinung. Für mich ist Familie Mutter und Kind, ja, aber nicht ein Ehepaar. Das ist nur meine persönliche Meinung, ja. Das ist für mich, Familie hat was mit Kindern zu tun, ja. Und sobald eine Frau ein Kind hat, ist das für mich eine Familie. Wenn auch eine kleine, das macht ja nichts, ja. Es muss nicht Kontakt mit Verwandten sein, es muss nicht unbedingt ein Lebensgefährte oder Ehemann im Spiel sein. Ja, wer sagt das denn? Ja, wie kommt eine Frau dazu, sich mit ihrem Kind nicht als Familie bezeichnen zu dürfen, aber schon, wenn sie einen Mann an ihrer Seite hat? Da bin ich sehr, sehr dagegen, ja. Okay. Ich muss mir nur Notizen machen, damit ich dann in der Beschreibung auch alles erwähne. Ja, das war's für diesen Stapel. Ich werde das aber dann nicht Stapelwahl nennen oder so. Nee, das passt nicht. Okay, oh, die Herrscherin. Nächster Gedanke. Welchen Gedanken solltest du loslassen? Die Herrscherin, die Mäßigkeit und die Pagin der Stäbe. Stabpagin. Bemühung. Gut. Dann ziehe ich mir hier Zusatzkarten. Das reicht mir hier nicht. Ja. Oh, passend zur Herrscherin, ne? Der Herrscher. Okay. Hier geht es darum, es geht hier schon wieder um die Liebe, ja. Hier geht es darum, wenn dir an einem Mann etwas nicht passt, ja, dass er sich zum Beispiel zu wenig um dich bemüht. Und dass er dich irgendwie aufregt, ja, ein bisschen so innerlich furios macht, ja. Und es kann sein, dass du nach außen hin diesbezüglich sehr gleichgültig reagierst, aber in dir drinnen brodelt es und du würdest am liebsten das in die Welt hinausschreien oder ihm die Meinung blasen, ja, also. Und das sagt hier im Moment, ja, es ist immer dann gültig, wenn du das Video anklickst, sag ihm die Meinung. Schreib ihm die Meinung, sag ihm die Meinung. Ja, wenn du jetzt im Moment in so einer Situation bist, sag oder schreibe ihm die Meinung. Diese Wut in dir frisst dich auf. Blas ihm die Meinung. Was kann denn schon großartig passieren, außer dass er weg ist? Ja, dann soll er weggehen. Dann soll er aus deinem Leben gehen. Weil wenn dir etwas nicht passt, ja, und du sagst es ihm,
Und das stört ihn oder er möchte sich nicht danach richten. Was bedeutet es dann? Logischerweise, dass er deine Anforderungen nicht erfüllt. Und das bedeutet dann, er passt nicht zu dir. Das ist perfekt, um einen Mann auszusortieren, ja, um ihm mal so richtig die Meinung zu sagen. Und auch vielleicht, selbst wenn das einer ist, mit dem sonst alles passt und du sagst ihm dann, es ist auch wichtig, von Anfang an einem Mann die Meinung zu sagen, ja. Und du sagst ihm, was dir nicht passt, ja, dann merkst du auch anhand seiner Reaktion, wie er auch in der Zukunft, selbst in eurer Ehe vielleicht, dann auf so etwas reagieren wird. Du willst doch bitte schön offen und ehrlich mit deinem Ehemann kommunizieren können. Und nicht, dass er zum Beispiel wie eine beleidigte Leberwurst, so wie wir das nennen, ja, reagiert, weil du ihm einfach mal die Meinung sagst, was dir nicht passt. Und er kam in dein Leben, er möchte dir den Hof machen, er will dich haben, dann soll er sich gefälligst nach dir richten und sich richtig um dich bemühen. Und etwas unterlassen, wenn dir etwas nicht passt, oder etwas tun, wenn du es unbedingt haben möchtest, ja? Sonst kann er sich eine andere suchen, die besser zu ihm passt. Warum ist das so? Weil es laut Psychologie eben heißt, der Mann hat sich immer der Frau anzupassen. Es sei denn, er kann oder er will nicht, dann sollen beide bitte getrennte Wege gehen. Nur das gilt als gesund. Keine Gleichberechtigung, keine Kompromissbereitschaft. Nein, die Frau sollte von Anfang an anspruchsvoll, unbequem, unflexibel und kompromisslos sein. Vom ersten Treffen an. Und nur einen Mann annehmen, der für sie flexibel ist. Und genau das heißt das. Dir passt an ihm etwas nicht, dann sag ihm die Meinung und schau damit, ob er flexibel ist für dich. Ja? Hier geht es dann eigentlich weniger um Gedanken loslassen, sondern um diese, wobei das sind ja dann auch Gedanken, ja, wenn immer etwas in dir brodelt und du würdest ihm am liebsten die Meinung sagen, ja, natürlich sind das dann auch immer die Gedanken, die aufkommen, etwas, weil dich das ärgert, ja, und damit kannst du diese Gedanken auch loslassen. Okay. Gut. Next. Der Hierophant. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn hier wirklich in jedem Stapel jetzt die Liebe erscheint, dann kommt das nicht in die Selbstreflexionslegung. Aber dann muss ich auch den Titel ein bisschen anders machen. Ja, so geht das doch nicht. Okay. Oh, 5. Münze. Ist auch eine 5er-Karte, ne? Und das ist hier die Königin der Kelche. So. Ja, hier solltest du auch den Gedanken loslassen, dass du für einen Mann etwas tun solltest oder dass du dich einem Mann anpassen solltest, weil du ihn sonst verlieren könntest, ja. Was ich gerade gesagt habe, für diejenigen, die vorgespult haben, spult nicht noch vor bei meinen Videos. Ich sage so viele wertvolle Impulse und wichtiges Wissen. Dann spult zurück und schaut euch das Video von Anfang an. Das ist wichtig. Ich habe es gerade erklärt, warum sich eine Frau nicht einem Mann anpassen sollte, ja? Und hier geht es auch ein bisschen mehr so um Prinzipien, nicht nur um Lebensvorstellungen. Es kann auch sein, dass ein Mann von dir zum Beispiel ein bestimmtes Verhalten erwartet. Nein, nein, nein. Das gilt nicht als gesund. Ja, bitte sieh das immer so, der Mann kommt in dein Leben, er macht dir den Hof, er will in dein Leben rein, er bewirbt sich in deinem Leben, er hat sich dir anzupassen. Das, was ich sage, gilt auch immer nur in der Psychologie als gesund. Ja, ich ziehe mir das nicht irgendwo her. So, 8. Stäbe, Kommunikation. Auch hier wird dir empfohlen, wenn er von dir etwas fordert oder glaubt, dass du dich ihm anpassen sollst, sag ihm wirklich voll die Meinung. Sag ihm richtig die Meinung. Ja, aber glaubst du, wer du bist? Du hast mir den Hof gemacht oder du bist dabei, mir den Hof zu machen. Wie komme ich dazu, mich dir anzupassen? Wenn du ein unterwürfiges Mauerblümchen haben möchtest, ja, eine unterwürfige Schl, ich sage das Wort hier nicht, dann such dir eine andere. Da gibt es
irrsinnig viele Frauen da draußen, aber ich habe meinen Selbstwert, ich lasse mir nichts gefallen, ja. Ich bin zwischen uns die Autoritätsperson, ich habe das Sagen, nur das gilt in der Psychologie als gesund, ja. Die Definition, es heißt in der Psychologie, die Frau bestimmt immer. Das ist hier genau das Gegenteil. Was ist die Definition von Dominanz? Bestimmen und bestimmen wollen. Wer ist also der dominante Part? Die Frau. Ja? Hier auch, sag ihm die Meinung. Ja? Wenn er irgendwie negativ reagiert, hast du einen Grund, ihn gehen zu lassen. Warum willst du einen Mann annehmen, der es dir schwer macht im Leben? Da hast du es doch leichter, wenn du alleine bist. Da sind das doch diese Liebesgefühle nicht wert. Ja, hier war zu viel Hoffnung im Spiel. Hoffnung, dass ein passender Mann in dein Leben kommt, du möchtest nicht mehr alleine sein und jetzt ist er da und er ist aber nicht so, wie du ihn haben willst. Er tut dir nicht gut und du willst ihn nicht gehen lassen, weil du so sehr auf ihn gehofft hast, ja, weil du vielleicht schon zu viel Zeit und auch Energie in ihn investiert hast. Deswegen mach das nicht. Investiere nichts in einen Mann, bevor du nicht 100% weißt, ob er dein für dich optimaler Ehemann ist. Nach einem Jahr weißt du das circa, nach 2 Jahren vielleicht. Kennenlernen. Davor investiere nicht und habe auch nicht Hoffnung auf ihn. Denk dir immer, ja, ich schaue mal, ob er zu mir passt oder nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob er zu mir passt. Schauen wir mal, oder ich schaue mal, was er mir bieten kann. Ja, das Einzige, was für dich quasi eine Bemühung ist, du nimmst dir dein Handy her, schreibst ihm zurück, ja, da können wir uns treffen oder nicht, oder telefonierst mit ihm diesbezüglich. Du fährst eine kurze Strecke, um ihn zu sehen, ja, kurz. Er muss mehr als du fahren, viel mehr. Du fährst Maximum in deine nächstnächste Stadt. Und das ist wie ein Treffen wie mit einer Freundin. Und du genießt es einfach, ja, du plauderst, du lernst ihn kennen, aber er bezahlt für dich, dein Vorteil. Nach einiger Zeit, nach viel Zeit, wenn Vertrauen gebaut worden ist, ist es seine Pflicht, dich von zu Hause abzuholen, dich nach Hause zu bringen wieder und natürlich auch zu bezahlen. Und wenn der Mann 200 Kilometer für dich fährt, um dich zu sehen und dann natürlich, logischerweise, weil du bist ihm nichts schuldig, er hat sich dafür entschieden, du schuldest ihm keinen Sex. Wenn er für dich 200 Kilometer fahren möchte, nur um dich zu treffen für einen Kaffee, dann hat er sich bewusst dafür entschieden, lass ihn das tun. Das ist Bemühung. Ja? Das heißt, du nimmst dir Zeit, um den Treffen zuzusagen und kurz zum Treffen zu kommen, also dorthin zu kommen, dann natürlich für das Treffen nimmst du dir Zeit und dass du mit ihm sprichst und das war's. Das sind deine Investitionen, das sind deine Bemühungen und mehr nicht. Wenn du natürlich mehr als das tust, hast du natürlich nach einiger Zeit eben das Gefühl, ja natürlich, ich habe so viel in ihn investiert. Jetzt möchte ich ihn nicht gehen lassen. Ja, genau deswegen. Wenn ich etwas nicht mag, dann sind es unterwürfige Frauen. Das regt mich gerade richtig auf. Gut, dass ich nachher vorhabe, spazieren zu gehen. Ja, weil einfach das Problem ist, es ist, ja, wir haben es oft nicht anders gelernt, okay. Das Problem ist nur, wenn Frauen unterwürfig sind die Männer umso dominanter, ja. Und deswegen, wirklich, ich hasse es, wenn ein Mann aufsässig ist. Und ich gebe immer der Mutter oder der Ehefrau dafür die Schuld. Ja, zügelt eure Männer. Zügelt sie. Ihr als Mutter oder Ehefrau seid für das Benehmen eures Mannes zuständig und dass er nicht respektlos anderen Frauen gegenüber ist. Wie komme ich als Frau dazu, respektlos mit mir mit einem Wesen sprechen zu lassen, das nie unter der Periode gelitten hat und das nie gebärfähig war in seinem Leben? Das habe ich nicht nötig.
Ich bin das Standardgeschlecht laut Wissenschaft. Ich bin das starke oder stärkere Geschlecht laut Wissenschaft und ich bin das gebärfähige Geschlecht. Ich habe unter der Periode gelitten, ich war gebärfähig oder ich bin es noch. Was auch immer. Ich schmeiße natürlich alle Frauen in einem Topf. Und wie komme ich dazu, dass irgendein Männlein da draußen mir eine große Klappe anhängt? Ja, frech zu mir ist. Das habe ich als Frau nicht nötig. Wem gebe ich die Schuld? Wer ist schuld? Natürlich die Mutter. Sie hat ihn schlecht erzogen. Oder die Ehefrau. Sie hat ihn angenommen, sie gibt ihm eine Ehe, sie gibt ihm Sex, sie gibt ihm Liebe und was weiß ich, kochen, putzen, waschen, was auch immer dazugehört, obwohl er es nicht verdient hat, weil er sich nicht männlich genug verhält. Auch wenn ihr gegenüber, dann nicht anderen Frauen gegenüber. Dieser Mann hat das nicht verdient. Und wenn alle Frauen an einem Strang ziehen würden und streng sein würden und sagen würden, dein Benehmen genügt mir nicht, du bekommst von mir weder Liebe noch Sex, geh weg, ja, wenn jeder Mann immer auf die Schnauze fallen würde, dann muss er irgendwann umdenken, dann muss er irgendwann in eine männliche Energie kommen. Aber wenn das natürlich so unterwürfige Mauerblümchen sind, die Männer bedienen, ja, oder die sich ihnen anpassen, natürlich wird der Mann dann überheblich und sitzt dann am hohen Ross und so verhält er sich dann auch anderen Frauen gegenüber. Das ist ein Teufelskreis. Wir müssen an einem Strang ziehen und streng genug mit Männern sein. Und es gibt verdammt viele psychische Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ja, es heißt auch zum Beispiel, gib einem Mann Macht und er verdirbt sie. Ja, schaut euch das an, wie es in einem Patriarchat funktioniert. Super. Die Natur wird ausgebeutet, Umweltverschmutzungen und Kriege. Toll. So, weiter geht's. Ass der Münzen. Ah, ich liebe diese Karte hier. Sehr, sehr schön. 4 der Stäbe. 10 der Kelche. Es ist schon länger her, dass ich es erwähnt habe. Manchmal dauert es ein bisschen, bis die Botschaften reinkommen, ja. Ah, okay. Ja, geht wieder um die Liebe. Hier sollst du den Gedanken loslassen, dass es von Anfang an zwischen dir und einem Mann perfekt zugeht. Moment, ich muss kurz schauen, dass das Bild... So. Und zwar, ich erwähne es leider nicht wirklich oft, ja. Es gibt zu viel anderes Wichtiges zu erwähnen. Hier gibt es Frauen, die die Vorstellung haben, dass von Anfang an es perfekt mit einem Mann laufen muss. Ich lasse jetzt mal die ungesunde Verliebtheit weg, von der ich schon so oft gesprochen habe, ja. Die muss ja nicht vorhanden, die soll nicht vorhanden sein. Du sollst nicht verliebt sein in einen Mann am Anfang, gar nicht. Ja, sonst bist du zu wenig streng mit ihm. Es ist nicht einen Mann treffen, in den du verliebt bist. Ihn okay zu finden, ihn nicht abstoßend zu finden, nicht hässlich zu finden, das ist die beste Voraussetzung. So siehst du ihn klar, bist nicht vernebelt, bist streng genug und würdest ihn gehen lassen, wenn er dich schlecht behandelt, wenn er frech ist oder sobald du merkst, oder du würdest es dann überhaupt nur dann merken, dass er vielleicht nicht zu dir passt. So, hier geht es aber darum, dass hier einige Frauen denken, und diesen Gedanken sollten sie loslassen, ja, dass es von Anfang an, damit es in eine harmonische Verbindung kommen kann, nicht holprig sein muss mit einem Mann. Ja, sobald ein Mann sich nicht zu benehmen weiß, hat er den Laufpass verdient. Gar keine Frage. Ja? Aber
Es ist normal, dass ein Mann zuerst darauf schauen muss, weil jede Frau anders ist und weil jede Frau anders tickt, wie diese Frau ist, was sie will und wie er sie beeindrucken kann. Ja, und da kann es sein, dass der Mann quasi am Anfang sich ein bisschen tollpatschig anstellt. Ja, dass er mal etwas sagt, das der Frau nicht passt, dass er etwas macht, was der Frau nicht passt, das ist normal. Er muss sich erst auf sie einspielen. Er muss sie erst kennenlernen. Das ist ganz normal. Dass sie, wie heißt es denn noch? Holprig, tollpatschig. Hm. Ja, wie in Österreich sagen Botschat. Ah, unbeholfen. Ja, genau, unbeholfen ist noch so ein Begriff. Ja, diesen Gedanken solltest du loslassen, das ist nicht so, dass von Anfang an alles reibungslos funktioniert. Nein, er wird ein bisschen etwas machen, das dich stört, ja, aber er muss lernbereit sein. Aber es muss nicht von Anfang an erstens mal Verliebtheit sein, es muss nicht von Anfang an alles harmonisch sein. Es sind zwei verschiedene komplexe Wesen, die sich beschnuppern müssen. Gib ihm eine Chance, treff ihn ein paar Wochen lang und gib dir vielleicht auch selbst ein Limit. Sag dir, okay, wenn er nach 3 Monaten immer noch etwas aufweist, was ich nicht mag, dann treffe ich ihn nicht mehr. Weil bis dahin muss er es gelernt haben. Vor allem, wenn ich es ihm gesagt habe. Das passt mir nicht, ja. Du kannst dir selbst auch ein Limit setzen. Und 3 Monate sind nicht viel. Wenn du ihn 1 bis 2 Mal in der Woche triffst, hast du dich, ich weiß nicht, grob gesagt 20 bis 50 Mal mit ihm getroffen. Ja, wie gesagt, das ist immer so betrachten, als ob du mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehst. Ja, dann verlierst du daran nichts. Ganz im Gegenteil. Okay, du kannst vielleicht jetzt nicht wie mit einer Freundin mit ihm über irgendetwas Persönliches sprechen, solltest du nicht, aber dafür bekommst du den Kaffee gratis oder das Essen. Ja, lass dich verwöhnen, lass dir eine schöne Zeit machen. Hier den Gedanken loslassen, hier sagt das Tarot, lass den Gedanken los, dass von Anfang an, wenn du einen Mann neu triffst, ja, es von Anfang an harmonisch sein soll. Ja, generell oder dass das die Voraussetzung wäre, dass er wirklich zu dir passt oder dein Ehemann sein wird. Ja, hier auch 6. Schwerter. Geh nicht deswegen gleich. Gib ihm eine Chance. Lass ihn Zeit, dich kennenzulernen, dich zu beschnuppern, zu schauen, wie du tickst. Okay. Nächste Gedanke. 4 der Münzen, 3 der Stäbe und die Sonne. Hier geht es darum, nicht so sehr auf Pläne, auf die eigenen Pläne zu beharren, da ein bisschen die Pläne loszulassen. Ja, also hier geht es ein bisschen, ich nenne oft unschöne Wörter, aber ich meine es oft gar nicht so, ja. Ich sage mal jetzt lieber, diese Beharrung auf etwas loszulassen. Ja. Es kann sein, dass du dich dann besser fühlst, ja. Ich schaue noch genauer, was hier gemeint ist. Oh nein, es kann es jetzt nicht sein. Einmal ohne der Liebe und dann erscheint die Liebe. 2 der Kelche. Einerseits solltest du ja mit einem Mann nicht von Anfang an ein offenes Buch sein, ja? Und es ist auch immer wichtig, nicht etwas beharrend auszusprechen, wenn du es eigentlich gar nicht meinst, weil dann musst du vor allem später eingestehen, ja, dir oder deinem Gegenüber, dass du deine Meinung geändert hast. Und dazu gehört Mut. Und dann wäre es eigentlich gar nicht notwendig. Ja? Deswegen sei nicht von Anfang an ein offenes Buch einem Menschen gegenüber und sprich nicht zu sehr von deinen Plänen. Warum möchtest du denn etwas offen sagen? Warum möchtest du denn ein offenes Buch für einen Menschen von Anfang an sein? Ja, das verschafft kein Vertrauen und ganz im Gegenteil. Du gibst damit Vertrauensvorschuss und wirkst auch ein bisschen unseriös.
Persönliche Pläne behalte für dich. Das geht auch einen fremden, ich muss sagen, fremden Mann nichts an. Moment, Bild ist, glaube ich, nicht scharf. Es trägt zu deinem Wohlbefinden bei, wenn du nicht von Anfang an ein offenes Buch bist und keinen Vertrauensvorschuss gibst, ja. Einerseits das und andererseits, ja, ich sage zwar immer, seid von Anfang an streng und habt eure Prinzipien, aber das heißt nicht, dass du zu allem eine Meinung haben musst, ja. Dass du nicht, ja, zum Beispiel, sagen wir mal, du spielst mit dem Gedanken, dass du ins Ausland ziehen möchtest und suchst einen Mann, der mit dir mitzieht, wörtlich mit dir dorthin mitzieht, ja. Abgesehen davon, dass du das nicht zu erwähnen benötigst, ja, sie hatte ja auch ein Brautkleid an, eigentlich, oder ein schönes Kleid einfach. Wenn du dir nicht sicher bist, was das Land betrifft, dann sprich das Land nicht aus. Wenn du genau weißt, okay, ich könnte da eigentlich vielleicht noch meine Meinung ändern, ja. Weil wenn nämlich dann der Mann deswegen sagt, nö, in dieses Land ziehe ich nicht und du hast es gar nicht so gemeint, ja, das ist ja auch so ein bisschen ein Omen, passt dir zusammen oder nicht, ja, dann willst du vielleicht aus Prinzip darauf beharren und aus Prinzip, dass er sich dir anpasst, obwohl das gar nicht unbedingt dein endgültig entschiedener Wunsch war. Also, hier geht es darum, bei manchen ist es vielleicht auch die Voraussetzung, nicht zu früh ein offenes Buch zu sein oder von Plänen zu sprechen, die eigentlich das Gegenüber gar nichts angehen, sondern auch, dass du nicht auf deinen bisherigen Plänen oder ausgesprochenen Plänen sitzen bleiben solltest. Ja, dass du hier flexibler sein solltest, weil das zu deinem eigenen Wohlbefinden beiträgt. Ja, weil auch wenn du deine Meinung änderst, ja, und du änderst dein Vorhaben dann für dich, dann tut dir das ja auch gut. Ja, du brauchst nie einem anderen Menschen etwas beweisen. Du kannst doch offen und ehrlich sagen, ja, ich habe das in der Vergangenheit so behauptet, aber jetzt habe ich meine Meinung geändert. Und das ist nun mal so. Und wenn das Gegenüber eine Erklärung haben möchtest, kannst du es ihm erklären, musst es aber nicht. Und es kommt auch immer, es ist sehr wichtig zu spüren, wie es das Gegenüber meint. Ja? Kommt das Gegenüber so rüber, als ob ich mich rechtfertigen müsste. Rechtfertige dich nicht. Du kannst etwas erklären. Ja? Ich zum Beispiel lösche auf meinem Kanal auch Fragen, die eindeutig eine Rechtfertigung von mir wollen würden oder ja, die so rüberkommen, als ob ich mich rechtfertigen müsste. Die werden gelöscht. Das sind für mich keine ehrlichen und nicht ehrlich, das sind für mich keine respektvollen Fragen. Ja. Okay. Pagin der Münzen mit dem kleinen süßen Blümchen. Ich finde das immer wieder so schön hier. Dann, oh, Ärger im Paradies. Ritter der Schwerter. Und Pagin oder Page ist eigentlich egal, ja, es ist eigentlich ein Mann beim Hofmachen, aber es geht auch oft nur um die Energien. Der Kelch. 2 Pagen, ein Ritter. Interessant. Hier ist die Aussage, auch wenn du viel Zeit in einen Menschen investiert hast, ja, und plötzlich gibt es eine Streitigkeit oder generell einen dauerhaften Konflikt, siehe nicht eure Vergangenheit als einen Grund, ja, weil du vielleicht in diesen Menschen viel investiert hast, dass du deswegen auf diesen Menschen zugehst und dich entweder entschuldigst oder versuchst irgendwie positiv auf ihn einzureden, sodass eure Verbindung aufrechterhalten bleibt. Ja, es sollte für dich uninteressant, irrelevant sein, wie lange du bereits mit einem Menschen Kontakt hast oder was du in einen Menschen investiert hast. Sobald es eine Unstimmigkeit gibt, die dich so stark gekränkt hat, sodass du sie nicht verzeihen kannst, solltest du diesen Menschen gehen lassen und dich nicht um ihn bemühen, ihn nicht nachlaufen. Ja, das ist hier die Kernaussage, kann natürlich auch wieder auf die Liebe bezogen sein. Schauen wir mal. Ich
verwende einfach gerne alle Karten in einer Legung, weil sie einfach schön sind. Oh la la. Der Gehängte hier als Skelett. Hat der leuchtend? Ich glaube, der hat sogar leuchtende Augen. Das ist ja unheimlich. Will ich gar nicht so genau hinschauen. Als Kind hatte ich immer Angst vor Skeletten. Okay. Umdenken. Ja, manche haben es vielleicht gelernt, dass sie, also generell haben es ja Frauen in sich, dass sie versuchen, immer eine Beziehung aufrechtzuerhalten, ja. Deswegen ist es auch ganz üblich in der Gesellschaft, vor allem ich muss sagen, in den älteren Generationen, dass oft einer Frau die Schuld gegeben wird, wenn es in einer Liebesbeziehung scheitert. Oder wenn eine Liebesbeziehung scheitert. Ja, weil Frauen einfach als die sozialeren Wesen gelten und dann müssten sie doch eher dazu willig und fähig sein, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja, es wurde immer den Frauen viel mehr die Schuld gegeben, obwohl es meistens an den Männern gelegen hat, dass sie dann ja fremdgegangen sind. Also das ist in den älteren Generationen und auch in den Generationen, die nur ein bisschen älter sind als ich, also nicht ganz, ganz, ganz alt, ja, das ist der Hauptgrund gewesen, warum es immer zu einer Scheidung gekommen ist. Oder zumindest zu einer Pause, ja. Ja, hier gilt es umzudenken, dich um einen anderen Menschen nicht zu bemühen, ihm nicht nachzulaufen, nicht irgendwie positive Gesten für ihn zu machen, wenn er sich etwas so Schlimmes dir gegenüber erlaubt hat. Entweder das, es hat dich so stark gekränkt, oder es ist stark gegen deine Prinzipien, ja. Versuch nicht an einen Menschen festzuhalten, nur weil du viele tiefe Gefühle für ihn hast oder viel mit ihm in der Vergangenheit gemacht hast oder erlebt hast. Ja? Ja, weil es gibt nichts Dauerhaftes außer der Veränderung. Und das betrifft auch die Charaktere von Menschen. Ja, auch eine perfekt aufgebaute Ehe, so wie es in der Psychologie empfohlen wird, hat keine 100%ige Garantie, dass sie hält. Aber es ist die beste Voraussetzung dafür. Das beste Fundament. Gut, also auch diesen Gedanken gilt es loszulassen, beziehungsweise ja, Gedanken, es fängt natürlich mit den Gedanken an. Oh, ich will sie oder ihn nicht verlieren, ja, und natürlich dann geht es hier eigentlich im Endeffekt geht es dann um die Umsetzung, ja. Aber auch natürlich mit den Gedanken kann es sein, also in den Gedanken fangen ja die Problemlösungen an. Ja, jedes Problem wird zuerst in den Gedanken gelöst und da gilt es eben auch quasi vielleicht diesen Gedankenstopp zu machen und zu sagen, nein, ich bemühe mich nicht, weil diese Person mich so gekränkt hat oder weil sie so stark gegen meine Prinzipien verstoßen hat. Next. Der Eremit mit einer Dame. Ich glaube, das ist die Hauptprotagonistin, die ihn hier beobachtet. Schaut aus wie so dieser Addams Family. Der Eremit. Oh, die ist auch unheimlich, die Karte hier mit diesem Albtraumkarte. Ja, Vier der Schwerter, eigentlich eine Karte der Erholung und Ruhe. Und da unter dem Bett kommen hier diese... ein bisschen unheimlich. Ne? Und na toll, noch die 5 der Schwerter. Hinterlist, ja die Hinterlist. Ich weiß aber nicht wirklich... Das ist ja auch unsere Hauptprotagonistin, ja. Muss ich mir nochmal durchlesen, was diese Karte eigentlich in diesem Deck spezifisch darstellen soll, ja. Es ist eigentlich, ich meine, ich gehe auch nach den Bildern. Es wäre jetzt nicht so wichtig, aber es ist ganz interessant oft, wie die Decks individuell gestaltet sind. Okay. Hier geht es um Beobachtung. Also du solltest hier aufhören, einen Menschen zu beobachten. Du solltest das bleiben lassen, ja, weil es ist auch ein bisschen hinterhältig. Ich weiß jetzt nicht, wenn es um die Liebe geht, ist es sowieso ganz, ganz schwach. Ja, das ist auch eine Bemühung einem Mann gegenüber, wenn du über einen Mann etwas recherchierst. Das ist auch nicht deine Aufgabe als Frau. Absolut nicht. Ja, wenn es nicht so lange dauert, ist es oft ganz hilfreich,
über einen Mann vielleicht etwas herauszufinden, wenn du sagst, okay, ich habe das jetzt auf einem Profil im Internet über ihn gesehen, das kommt für mich nicht in Frage, das ist gegen meine Prinzipien, passt. Ich weiß Bescheid, dass wenn er sich bei mir melden würde oder mich ansprechen würde, dass ich ihn nicht annehme. Dafür wäre das da, einen Menschen zu beobachten, ja, über Social Media. Aber nicht, um aufgrund der Verliebtheit irgendetwas sich ihm näher zu fühlen wollen. Ja, das ist schwach. Ja, etwas über dich herauszufinden, ist seine Aufgabe, ja. Nicht, wo du wohnst, sondern zum Beispiel, was deine Nummer ist, ja, wo du dich aufhältst, sodass er vielleicht ja, dich ansprechen kann. Okay. Königin der Münzen. Ja. Das Problem ist nämlich, wenn du mit diesem Mann, sagen wir, du spionierst einen Mann aus. Ja, spionieren klingt jetzt ein bisschen fies. Und im Endeffekt kommst du dann mit dem Mann zusammen, Beziehung oder Ehe. Ist schön und gut. Du wirst immer daran zurückdenken, in welchem unsicheren Zustand du dich befunden hast und wie du eigentlich jetzt von der Energie her, ja, wie sich das dann für dich wahrscheinlich anfühlen wird, wenn du zurückdenkst, ihm nachgelaufen bist, indem du über ihn recherchiert hast. Ja, es ist etwas ganz anderes von der Energie her, wenn du das nicht tust, wenn du einfach nicht warten, sondern einfach, ja, quasi wartest, ohne zu warten, ohne auf ihn zu warten, ja, ob er dich anspricht, ob er sich meldet. Und dann im Endeffekt daraus entsteht etwas. Und wenn du dann zurückblickst nach ein paar Jahren Beziehung oder Ehe, denkst du dir, ach, das hat schön mit uns begonnen. Ja, er hat sich bei mir gemeldet, er hat sich um mich bemüht, ich wusste nichts über ihn und habe ihn einfach kennengelernt bei den Treffen und habe mich von ihm überraschen lassen. Ich habe mir den Hof machen lassen. Das ist eine ganz andere Energie, als wenn du zurückdenkst und ja, eigentlich sind wir ja nur zusammengekommen, weil ich über ihn recherchiert habe und dann absichtlich auf diesem Festival aufgetaucht bin, wo er war, wodurch er mich ansprechen hat können, und wäre eigentlich dann zwischen uns etwas geworden, wenn ich nicht dorthin gegangen wäre? Oder wenn ich nicht vielleicht sogar bewusst etwas getan hätte, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, hätte er mich dann auch angesprochen und wäre aus uns etwas geworden? Und das ist ein ganz schlechtes Gefühl für eine Frau, wenn sie nicht weiß, ob der Impuls vom Mann ausgegangen wäre. Dass er von sich aus, ja, ohne dass die Frau mit, ihr wisst schon, was wackeln muss oder sonst was tun muss, auf die Frau aufmerksam geworden wäre, auf dich aufmerksam geworden wäre. Das ist einfach kein schönes Gefühl. Ja, und auch diesen Gedanken solltest du loslassen, ja, und dann auch diese Tat, dass du über irgendeinen Mann etwas recherchieren solltest oder dich eben bemühen solltest, herauszufinden, wo befindet er sich, sodass ich dort auftauchen kann. Das ist eine schwache Energie. Das ist bedürftig. Es ist aktiv und quasi eine Bemühung und eine Zeit geben, opfern für den Mann. Und ihr habt als Frau immer die Natur der Empfängerin. Er muss etwas über dich herausfinden, er muss sich bei dir melden, er muss sich um dich bemühen. Wenn du etwas Gesundes aufbauen willst, so meine Lieben, das war's. Wir haben schon fast eine Stunde. Ich gebe jetzt keinen allgemeinen Ratschlag am Schluss. Bitte vergesst nicht als Dankeschön und Energieausgleich den Daumen nach oben zu klicken. Das tut euch nicht weh. Schreibt gerne immer in die Kommentare, auch bei älteren Videos. Alle Videos sind von mir zeitlos, wie ihr resonieren konntet. Ja, vergesst nicht auch Danke zu schreiben, dann bekommt ihr von mir ein Herzchen, ansonsten nicht. Weil ich es ehrlich gesagt nicht höflich finde, einfach nur zu schreiben, ja, Stapel 1 passt. Toll. Kann man nicht bitte Danke dazu schreiben? Wenigstens Danke. Als Höflichkeit, ja? Einfach nur als Höflichkeit. Dann wenn ihr auf Teilen klickt, wenn ihr versucht, ein Video zu teilen, ist das auch gut. Ja, vielleicht gibt es ja auch nur eine Passage. Ihr könnt ja auch Clips erstellen.
die einer Bekannten oder Freundin von euch im Moment gerade helfen würde. Das würde mich auch sehr freuen, wenn ich auch Damen erreichen könnte, die sich vielleicht generell nicht meine Videos anschauen. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder wenn ihr euch abends das Video irgendwann ansehen solltet, noch einen schönen Abend. Alles Gute und Liebe für euch. Bleibt stark. Lasst euch nichts gefallen. Um euch mehr inspirieren zu lassen, schaut euch gerne andere Videos von mir an. Und wenn ihr wollt, hören wir uns bald wieder. Bis dann.